Hallo und herzlich willkommen vom Stadtrand. Heute möchte ich ein wenig über rechte Achtsamkeit nachdenken und darüber, was es vielleicht heißt, die Übung nicht zu verlieren. Oft hören wir, Achtsamkeit bedeutet, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und das stimmt natürlich auch. Aber vielleicht gehört noch etwas anderes dazu. Vielleicht bedeutet rechte Achtsamkeit auch, die Übung nicht zu vergessen. Sich daran zu erinnern, was eigentlich geübt werden soll. Vielleicht ruft sie die Übung wieder auf, wenn der Geist abdriftet mit „Komm zurück zum Atem" beispielsweise. Und sie merkt, was gerade geschieht, ob es heilsam oder ob es unheilsam ist. Das ist dann kein kaltes Gedächtnis. Es ist eher so etwas wie ein inneres Wiederaufwachen. In einer seiner Lehrreden benutzt der Buddha ein sehr eindrückliches Bild. Man stellt sich eine große Menschenmenge vor. Alle sind gekommen, um einer außergewöhnlich schönen Frau beim Tanzen und Singen zuzusehen. Mitten durch diese Menge soll nun ein Mann gehen, der eine randvolle Schale mit Öl auf dem Kopf trägt. Und hinter ihm geht jemand mit gezogenem Schwert. Wenn der Mann auch nur einen Tropfen Öl verschüttet, wird ihm der Kopf abgeschlagen werden. Jetzt kann man sich fragen, wird dieser arme Mann sich umschauen? Wird er sich von der Schönheitskönigin ablenken lassen? Wird er denken, ich schaue nur ganz kurz hin, weil sie ist ja so schön? Wohl kaum. Er wird die ganze Zeit wissen, worauf er achten muss. Er wird die Schale auf seinem Kopf nicht vergessen. Und er wird wahrscheinlich jeden seiner Schritte spüren. Er wird sicherlich wach, gesammelt und gegenwärtig sein. Dieses starke Bild steht besonders für die im Körper verankerte Achtsamkeit, Kayagata Sati auf Pali. Aber man kann dieses Bild auch weiter verstehen, als ein Nicht-Verlieren der Übung mitten in einer Welt voller Ablenkung. Gerade der Körper kann dabei wie ein Anker werden. Und heute ist diese Welt vielleicht nicht nur eine Menschenmenge mit einer tanzenden Schönheitskönigin, sondern auch Instagram, TikTok, WhatsApp, die Nachrichten. Der Geist wird ständig irgendwo hingezogen. Die Frage ist also, trage ich meine Schale noch? Oder habe ich längst vergessen, was ich eigentlich gerade tue und schaue schon wieder nach der Schönheitskönigin der Ablenkung? Dieses Prinzip sieht man auch sehr schön in der Geschichte des ehrwürdigen Chulapantaka. Soweit ich weiß, stammt sie aus der späteren Überlieferung und nicht direkt aus den frühen Lehrreden. Die Geschichte erzählt, dass sich der Mönch Chulapantaka nicht einmal einen einzigen Vers merken konnte. 4 Monate lang versuchte er vergeblich, eine kurze Zeile über die Qualitäten des Buddha auswendig zu lernen. Aber es ging nicht. Und weil es nicht ging, wurde er als dumm angesehen. Das ist übrigens etwas, das sich durch viele Zeiten zieht. Menschen verwechseln geistige Befreiung mit intellektueller Leistungsfähigkeit. Wer schnell lernt, gilt als klug, wer langsam lernt, als unfähig. Aber das ist aus Dhammas Sicht nicht unbedingt dasselbe. Der ehrwürdige Chulapantaka war jedenfalls so verzweifelt, dass er den Mönchsstand aufgeben wollte. Doch der Buddha hielt ihn zurück. Und er gab ihm keine komplizierte Anleitung, sondern ein schlichtes weißes Tuch und eine einfache Anweisung. Reibe dieses Tuch und wiederhole dabei in deinem Geist Staub entfernen. Das ist wunderbar schlicht. Der ehrwürdige Chulapantaka hielt diese eine Instruktion im Geist. Auch das zeigt etwas von Sammasati, das Nicht-Verlieren der Übung.
Der vergessliche Mönch blieb bei der Anweisung. Er rieb das Tuch immer weiter. Er wiederholte Staub entfernen in seinem Geist. Und er sah genau hin. Während er das Tuch rieb, wurde es grau und schmutzig. Da sah er direkt, alles verändert sich. Alles ist dem Verfall unterworfen. Was anfangs sauber war, wird trüb. Was frisch ist, altert. Was zusammengesetzt ist, zerfällt. Und aus diesem direkten Sehen erwuchs Einsicht. Nicht durch Auswendiglernen oder durch intellektuelles Glänzen, sondern durch unmittelbares Erkennen. Es wird gesagt, dass er dadurch vollständige Befreiung erlangte, Arahantschaft. Der ehrwürdige Chulapantaka hatte vielleicht kein gutes Gedächtnis für Texte, aber er hatte etwas ganz Entscheidendes. Er konnte die Anweisung des Buddha im Herzen behalten. Und was bedeutet das jetzt für uns? Für mich zeigen diese Beispiele etwas sehr Wichtiges. Rechte Achtsamkeit ist nicht einfach Fehlerfreiheit. Sie bedeutet nicht, dass ich nie wieder etwas verwechsle. Sie bedeutet nicht, dass mir nie wieder etwas herunterfällt. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass Präzision unwichtig wäre. Diese wächst mit der Übung oft ganz natürlich. Rechte Achtsamkeit heißt vielmehr, ich verliere die heilsame Ausrichtung nicht. Ich merke, wenn der Geist beispielsweise in Ärger kippt. Ich merke, wenn Gier da ist, wenn ich mich verkrampfe. Ich merke, wenn ich mich in Geschichten verliere. Und ich kann dann freundlich zurückkommen. Das ist die Übung. Man kann im Alltag etwas verwechseln und trotzdem innerlich achtsam sein. Und man kann äußerlich sehr korrekt wirken und innerlich völlig von Gier, Stolz oder Gereiztheit gesteuert sein. Deshalb lohnt es sich, ehrlich und genau hinzusehen. Sati, die Achtsamkeit, und Sampajanya, also zu wissen, was man tut, arbeiten dabei wie ein Team zusammen. Sati erinnert, bleib bei der Übung, vergiss dich nicht, verlier das Heilsame nicht. Und Sampajanya, die Wissensklarheit, schaut, was geschieht hier gerade? Was tue ich? Wie ist mein Geisteszustand? Wohin führt das? Eine kleine Einladung für heute. Wenn du heute durch den Tag gehst, dann frage dich vielleicht ab und zu ganz leise, trage ich gerade meine Ölschale oder schaue ich schon wieder nach der Schönheitskönigin der Ablenkung? Allein das zu bemerken ist schon viel. Spüre einmal ganz schlicht den Kontakt der Hand mit der Tasse, mit der Türklinke, mit dem Spülschwamm. Wie fühlt sich das jetzt an? Bist du wirklich bei dem, was du gerade tust? Oder ist der Geist schon wieder woanders? Vielleicht bei einem Ärger, vielleicht bei einer Sorge, vielleicht bei einer Fantasie. Dann merke es einfach. Nicht hart, nicht dramatisch, nicht mit innerem Schimpfen. Einfach merken. Und dann erinnere dich wieder an den nächsten Atemzug, an den Körper, an das, was gerade vor dir liegt. Kehre freundlich zurück. Genau dieses sanfte, nicht wertende Wiedererinnern ist bereits ein Ausdruck von Samasati.
Und vielleicht ist das eine der schönsten Seiten buddhistischer Praxis, dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern bereit, immer wieder aufzuwachen. Mögen deine Schritte heute still, freundlich und klar sein.